Herzlich willkommen zu einem neuen Pomadeshop-Review auf unserem YouTube-Kanal für Haarstyling, Haarpflege, klassische Pomaden, moderne Produkte. Ich bin der Alex, mal wieder in Ottobrunn. Vielleicht kennt mich noch der eine oder andere. Bestimmt, wenn ihr öfters unseren Kanal geschaut habt, so lange ist es ja doch noch gar nicht bei mir her. Und ich darf heute mal wieder ein Review für euch machen. Das ist sogar Doppel-Review, also jetzt nicht mit einem Kollegen, aber zwei Produkte. Und zwar habe ich euch schon mal in meinem Tutorial, wo ich die Jelly Roll gemacht habe, euch das Enigma so kurz gezeigt. Das wollte ich euch nochmal erklären, zusammen mit seinen Geschwistern Phenom und The Devil. Und dann am Ende mache ich noch eine Goon Grease Water-Based oben drüber. Die haben wir auch noch nicht reviewed. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Anfangen will ich mal mit Enigma. Für mich tatsächlich ein Produkt, was ich inzwischen jeden Tag benutze, weil ich mache ja momentan immer meine Rolle oben, wenn ich mal nicht faul bin und einfach slicke. Die Tage gibt es natürlich auch, die kennt ihr wahrscheinlich, dass man einfach keine Lust hat, morgens eine Viertelstunde im Bad zu stehen. Und für mich ist das Produkt ein unglaublicher Gamechanger. Ich nenne es wirklich Gamechanger, weil es einfach alles leichter macht, was Modellieren angeht. Also wenn ihr Spaß dran habt, euch eine riesen Elvis-Tolle mit euren Haaren auszuprobieren, ist es einfach unfassbar, was ihr damit machen könnt. Wichtig ist, dieses Produkt ist wirklich ein Pre-Style. Also ihr macht es ins nasse Haar rein, ihr müsst es rein föhnen, damit es ordentlich hält. Wenn ihr jemand seid, der nicht gerne föhnen will oder keinen Spaß am Föhnen hat, ist es nicht wirklich was für euch. Aber für den, der so oder so in der Früh föhnt, kann ich euch nur mal ans Herz legen, probiert das mal aus. Von der Menge müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Ich habe so meine Menge gefunden. Einfach ein paar Sprüher aus der Flasche holen, schön einarbeiten, zeige ich euch natürlich gleich. Und ja, dann föhnen und während des Föhnens könnt ihr modellieren. Das wird nicht hart, das wird nicht crunchy. Ihr könnt wirklich eure Haare wie Knetmasse formen. Und das macht richtig, richtig Spaß, wenn ihr eben jemand seid, der auch gerne mal Zeit im Bad verbringt und Haare stylt. Ja, im Grunde gibt es drei für mich in meinen Haaren identische Produkte. Und zwar ist das einmal das Enigma, einmal das Phenom und einmal das The Devil von Lockharts. Wie ihr wisst, alle Produkte bei Lockharts werden von Hand hergestellt, ist ein Homebrewer. Wir haben ja schon etliche Pomaden vorgestellt. Hier kommt die Goon Grease oder die ölbasiert Goon Grease habe ich ja schon mal gemacht, vielleicht reingefahren oder irgendein Lockharts Video, was der Flo denkt, das gut ist. Genau, an sich, das Phenom hat ein bisschen andere Angaben. Also Lockharts hat ja an der Seite immer dieses Hold, Volume, Texture and Shine. Für mich persönlich, ich merke in meinen Haaren überhaupt keinen Unterschied zwischen einem Phenom, einem Enigma und einem The Devil. Ich hatte jetzt im Laden schon Kunden, die gesagt haben, sie haben einen minimalen Unterschied gespürt. Ich habe aber auch wieder Kunden, die keinen Unterschied merken. Also für mich persönlich kann man so ein bisschen nach dem Duft gehen, ist meine Entscheidung. Das Enigma hat einen ja, bisschen zitrisch, Lavendel, frischen Duft. Gleich dazu, sobald man die reingeföhnt hat, riecht man davon nichts mehr. Also ihr habt wirklich nur kurz was während des Föhnens. Im Endeffekt kann man es als fast duftneutral betiteln. Wenn ihr dann eh noch am Ende ein Produkt oben drüber macht, riecht man sowieso nichts mehr von dem Produkt. Das Phenom hat, finde ich, immer was von Kuchenteig. So ein bisschen was von Vanillekipferl, Kuchenteig, irgendwie in die Richtung. Und The Devil, wenn ihr die Fire and Brimstone kennt, die es im Winter immer gibt, hat diesen rauchig-schwefligen Duft. Aber auch da, wenn ihr es reingeföhnt habt, der Duft ist nicht mehr so groß vorhanden. Generell, man muss es nicht nur als Pre-Styler verwenden. Gerade für Leute mit sehr langen Haaren, für diesen Brad Pitt-Look mit langen Haaren, da habe ich auch mal ganz, ganz viele, die in den Laden kommen und gerne diese Frisur hätten. Da könnt ihr mal nur allein mit dem Produkt ausprobieren, weil man kriegt damit lange Haare eigentlich schön gerade gezogen schon mal und einfach einen gewissen Halt und Griffigkeit. Und dadurch, dass es eine Creme ist, kriegt ihr das in langen Haaren sowas von einfach verteilt. Ihr habt nicht das Problem wie bei einem wachsigen Produkt, dass ihr es irgendwie ewig einarbeiten müsst, schauen müsst, wo ihr es hinbekommt, sondern es geht super in die Haare rein. Also für Langhaarige unter euch, die diesen Brad Pitt-Style wollen, diesen modernen, auch eine absolute Empfehlung, absolute Idee. Ja, ich glaube, dann habe ich so erstmal alles erzählt, dann wende ich es mal bei mir an. Ich föhne es natürlich rein, wahrscheinlich machen wir ein bisschen Schnellvorlauf, weil das müsst ihr euch jetzt nicht in ewig anschauen, wie ich mir das reinföhne. Also, was ist, das will ich euch auch noch sagen, mit der Pumpe ist so das ganz kleine Problem, wenn ihr das Produkt nicht jeden Tag nimmt, verstopft das ganz gerne. Macht am besten einen Zahnstocher, einen Q-Tip, irgendwas hier vorne rein, wenn ihr es nicht dauerhaft verwendet. Ansonsten habt ihr das Problem, dass ihr jedes Mal
eine Explosion hier vorne rausbekommt, die sich irgendwo im Bad verteilt. Also am besten irgendwas vorne einbringen. Was nehme ich denn jetzt? Ich nehme einfach das Enigma. Nehmen wir einfach mal das Enigma. So, ich habe frisch gewaschene Haare. Noch ziemlich nass, kann ich euch auch nur empfehlen. Also ihr müsst nur kurz abtrocknen und dann direkt ins nasse Haar damit. Ich hole mir jetzt mal ja, so 2 Pumpstöße. Hole ich mir raus. Ups, und verreibe es ein bisschen, war jetzt vielleicht sogar ein bisschen viel. Ihr seht, das ist eine Creme. Das ist wie so wie eine flüssige Creme. So, und das lässt sich halt so easy verteilen. Ihr habt natürlich null, dass ihr merkt, dass ihr irgendwie großen Produkt in die Haare einbringt. Einfach schön überall hinwurschteln, weil ihr wollt es natürlich an der Wurzel unten haben. Den Haaren überall. Spielt da ein bisschen mit der Menge. Ist natürlich nach Haarlänge, Haardicke wahrscheinlich bei jedem ein bisschen was anderes. Lieber vielleicht erstmal mit einem Pumpstoß starten. Wie gesagt, für mich habe ich so die 2 Pumpstöße gefunden als richtige Dosierung. So. Und dann merkt man eigentlich schon, die Hände sind ziemlich frei vom Produkt. Das ist alles in den Haaren drin, genau da, wo wir es hinwollen. Wir wollen es nicht zwingend ins Handtuch drücken. Das gibt sowieso immer Ärger von der Frau. So, und dann föhnen wir das Ganze. Ich mache mir noch schnell die Hände sauber. Und zwar, ich werde mir auch wieder meine Rolle machen. Ich bin mal gespannt, ob ich es hier genauso gut hinbekomme wie zu Hause. Bis gleich. So, ich habe, wie ihr seht, schon mal so alles mir vorgeföhnt. Und krass, oder? Es ist jetzt nur das Enigma, was drin ist. Ich hatte wirklich gar kein Build-up drin, also keine Pomade vom Vortag. Meine Haare waren komplett ausgewaschen. Und im Endeffekt kann man sich seine Frisur nur alleine mit dem Enigma aufbauen. Das ist aber insgesamt ein bisschen lockerer halt. Also je nach Bewegung wird es natürlich kippen. Das heißt, wie ihr seht, es ist auch matt. Also wir haben hier wirklich ein mattes, wasserlösliches Produkt. Aber interessant ist einfach auch für die Inhaltsstoffe, es sind sehr viele Öle und Extrakte drin, die eure Kopfhaut und Haare pflegen. Natürlich auch Tonerde, die eben den matten Look gibt. Und ja, für matte Styles als Grundlage sensationell. Ihr könnt jetzt nochmal irgendwie einen Klecks, mattes Clay, wie auch immer, oben drüber machen, eine Paste, um einfach nochmal so ein Fingerstyling zu machen. Ich nehme mir jetzt nochmal was Glänzendes, weil ich mag es ja immer schön glänzend. Und werde dann noch meine Rolle zu Ende bauen. Aber unglaublich, wie schon hält. Also was ihr damit machen könnt, sensationell würde ich sagen. Also ist einfach ein richtig gutes Produkt zum Reinföhnen. So, ich werde jetzt aber noch weiter meine Rolle definieren und da machen wir jetzt noch die Goon Grease Water-Based von Lockhart. Ich habe ja schon die ölbasierte gemacht, die ist vielleicht schon reingefahren, wenn nicht, dann kommt sie jetzt noch rein. Das ist natürlich das Urprodukt, die ölbasierte Goon Grease und irgendwann gab es dann die wasserbasierte Version dazu. Die schaut von innen auch wieder dieses Grün, wie man es vielleicht bei den ölbasierten kennt und hat auch den Gurkenduft. Hat, finde ich, immer so ein bisschen was Gin Tonic mäßiges, also es ist jetzt nicht irgendwie, auch kein super starker Duft, also der nur sehr dezent in den Haaren bleibt. Eigentlich ein angenehm frischer Duft. Wenn man jetzt natürlich Gurkenduft so gar nicht mag, dann sollte man die Finger von einer Goon Grease im Gurkenduft lassen. An sich auch ein handgemachtes, wasserbasiertes Produkt, eben wie bei Lockhart's alles handgemacht, eben auch der Pre-Styler. Und wir haben ein bisschen andere Specs als bei der Paradox, was ja so die normale wasserbasierte oder so das wahrscheinlich erste wasserbasierte Produkt aus dem Hause Lockhart's war. Die fährt hier auch gleich nochmal rein, die könnt ihr euch anschauen. Insgesamt ist die ein ähnlich starker Halt, hat aber mehr Glanz und bleibt eine Spur flexibler, macht ein bisschen weniger Textur, also so wie die Specs angegeben sind. Minimaler Unterschied, ist jetzt nicht gravierend. Also wenn ihr mit der Paradox gut klarkommt, könnt ihr auch ohne Probleme zu Goon Grease Water-Based greifen. Damit solltet ihr genauso klarkommen. Wie gesagt, minimal mehr Schein. Wenn ihr nicht so auf Glanz steht, dann bleibt ihr natürlich wieder bei der Paradox. Die gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen. Sex Machine Fine Brimstone, da habt ihr ein paar Duftvarianten. Aber ich zeige euch jetzt mal über den Pre-Styler
die Goon Grease Water Based. Und klassisch wasserbasiert, super easy vom Rausnehmen. Interessant finde ich, dass die sich sehr, sehr ölig anfasst. Also eine Layrite ist deutlich dicker von der Konsistenz, deutlich gelartiger. Hier, das fühlt sich fast so ein bisschen an, wie als hätte man Aloe Vera in den Händen. Und man hat auch diese totale Klebrigkeit. Es wird nicht trocken oder fest in den Händen. Also ein bisschen anderes Feeling für eine wasserbasierte, als was man so vielleicht vom Markenstandard Suavecito und Co. so kennt. Und auch so, die ist total bappig, aber es wird jetzt noch nicht wirklich trocken. So, ich arbeite die jetzt nochmal über den Freestyler ein, dass ich die auch nochmal überall habe. Ich muss mir jetzt nicht mehr ganz so viel Mühe geben, die nach unten an die Wurzel zu bekommen. Da ist ja jetzt in dem Fall schon der Freestyler drin. Das heißt auch da, ich brauche vielleicht weniger Menge und tue mich leichter dann mit einem eben stärkeren Halt über den Tag. So. Dann einmal rein damit. Ihr wisst, von allen Seiten, überall hin. Ganz viele Männer machen den Fehler und schmieren es nur noch von vorne nach hinten. Bitte macht das nicht, weil ihr wollt das Produkt unten an der Wurzel haben. Ihr wollt es dem Haar entlang ziehen, ihr wollt es nicht nur oben drauf machen, weil sonst sind unten drin die weichen Haare, oben die schwere und das kippt auseinander. Damit könnt ihr nichts machen. Also immer Produkt richtig schön runter massieren. Wenn ihr euch damit noch ein bisschen schwer tut, verreibt das Produkt nur nach vorne in kleinen Mengen, gebt euch eine Kopfmassage. Ist vielleicht der einfachste Tipp mit dem Verteilen. Und ja, wie man sieht, ich zerstöre jetzt wieder mein vorgeföhntes, aber meine Haare wissen schon mal, was ich von denen will, deswegen wird es dann gleich leichter beim Endstyling. Ich nehme so meinen dritten Finger, das ist so normal, meine übliche Dosierung. Ich hätte jetzt auch eine ölbasierte oben drüber schmieren können, ich hätte jetzt alles nehmen können. Also das ist beim Enigma total egal, was ihr oben drüber macht, alles geht easy in die Haare rein, es ist nicht total klebrig oder verklebt eure Haare, wie es bei manchen Freestyler ist. So, bin der Meinung, das sollte mal reichen, um meine Frisur zu Ende zu bringen. Die Dose einmal wieder zu und dann bauen wir. Ja, das ist unglaublich. Ich meine, ihr müsst mir überlegen, ich habe jetzt 2 wasserbasierte Produkte übereinander gelegt und ich kann hier nahezu so durchkämmen, als wäre es eine ölbasierte. Also ihr habt kaum dieses trockene, harte, feste. Die wird natürlich im Laufe des Tages schon ein bisschen fester, aber nie so richtig crunchy oder super hart. Also man kann, finde ich, die Goon Grease Water Based für eine wasserbasierte sehr gut nachfrisieren, aber auch da, wenn man zu oft nachfrisiert, dann wird er halt irgendwann schlechter. Also es ist jetzt nicht das Produkt, wo ich sage, ich setze eine Mütze und einen Helm auf und kämme dann 100 Mal nach. Das sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber mal nachkämmen sollte überhaupt kein Problem darstellen für die Goon Grease Water Based. So, ich schaue, dass ich das Ganze schneller für euch mache und nicht den Perfektionisten, wie ich es gerne zu Hause dann zelebriere. Und wie ihr seht, ich habe ja auch insgesamt sehr, sehr lange Haare, also das ist auch für längere Haare kein Problem. So, da wollen wir noch ein bisschen die Rolle rausbringen. Kennt ihr das, wenn man woanders sich die Haare macht und der Blickwinkel ist nicht der gleiche in den Spiegel wie zu Hause und es sieht alles anders aus, als was man gewohnt ist? So, aber so grob, die Schnelle bin ich zufrieden. Ich wechsle jetzt nochmal einmal auf den großen Kamm, um die Textur nochmal zu verändern. So, die Haare an den Seiten slicke ich. Jetzt habe ich natürlich, wie glaube ich bei all meinen Videos, meine Haarbürste vergessen mir zu holen, dass ich die Seiten nochmal so richtig eng anlegen kann. Vor dir unten. Ah, sehr gut. Danke, Flo. Sie ist vor mir unten. Perfekt. So, das ziehen wir noch ein bisschen nach vorne. So, dann bin ich soweit zufrieden. Dann slicken wir jetzt nochmal die Seiten richtig schön dran. Hinterkopf kann ich mir jetzt natürlich nochmal mit dem Spiegel anschauen und mir ein schönes Ducktail bauen, wenn ich das vorhabe. So, aber so für die Schnelle
bin ich sehr zufrieden, mal eben die Rolle gebaut. Und das hat jetzt eigentlich den ganzen Tag einen recht guten Halt. Auch da, ich werde nochmal nachkämmen müssen, keine Frage. Das ist einfach mit dieser Frisur geschuldet, dass wenn ein Windstoß kommt, dann so halt sich mal was bewegt. Aber das habe ich bei nahezu jedem Produkt. Generell kann man aber sagen, die Water-Based Goon Grease, für jeden, der vielleicht von der ölbasierten Pomade kommt und eher was Flexibleres sucht mit einem, ja, die Firma sagt Firm Hold, für mich wäre es jetzt eher ein Medium Hold. Also ich würde die jetzt halt vom Halt eher mit einer Layrite Original. Suavecito Original ist vielleicht sogar ein bisschen fester, wird ein bisschen härter in den Haaren. Aber so die Captain Fawcett Classic Pomade, die der Flo erst reviewed hat, wäre vielleicht ein Vergleich. Nicht ganz so crunchy, nicht so fest, ein guter Medium Hold mit für eine wasserbasierte an sich einem sehr guten Glanz. An der Seite seht ihr es wahrscheinlich bei mir. Nach oben hin weniger, klar, da wo man Volumen aufbaut, da wirkt es immer matter. Also das werdet ihr wahrscheinlich auch festgestellt haben, wenn die Haare super anslickt, glänzen die mehr, als wenn ihr euch damit Volumen aufbaut. Das ist ganz normal, aber für eine wasserbasierte ist das schon ein ordentlicher Glanz. Und jetzt müsst ihr überlegen, ich habe ein mattes Produkt drunter, was noch ein bisschen von dem Glanz absorbiert. Also jetzt als Standalone wird es wahrscheinlich noch mal eine Ecke mehr glänzen. Und geht mit Wasser raus. Wir haben auch hier Lockharts typisch ein paar Pflegeöle mit drinnen, wobei man auch sagen muss, wasserbasiert wird nie so eine Pflegewirkung haben wie eine ölbasierte Pomade, weil die Öle natürlich mit der Zeit ein bisschen trocken werden und dann nicht mehr die Feuchtigkeit spenden. Aber eine sehr, sehr schöne wasserbasierte Pomade im mittelfesten Bereich. Super easy anzuwenden, schöner Glanz, wenn ihr das wollt. Sehr empfehlenswertes Produkt und wie gesagt, probiert euch mal, wenn ihr immer Probleme habt, dass euch vielleicht Haare splitten, auseinandergehen, weil ihr vielleicht das Produkt nicht gut genug verteilt oder eure Haare so schwer und dick sind, die Pre-Styler von Lockharts aus. Devil, Phenom, Enigma, ändert wirklich alles im Haarstyle-Game, wie ich immer sage. Und ja, hat mich gefreut, für euch mal wieder ein Review machen zu dürfen. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt nicht so Allergieprobleme wie ich jetzt diesen Sommer. Sehr, sehr nervig, aber gehört dazu. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald mal wieder auf ein Review. Der Alex. Servus.